Was mache ich eigentlich in Polen und was hat mich dazu gebracht, nach Polen auszuwandern? Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich stelle mich mal einmal ganz kurz vor, falls du mir heute zum ersten Mal zuschaust. Mein Name ist Christoph und ich bin vor einiger Zeit von Deutschland nach Polen ausgewandert. Um genauer zu sein, bin ich von Dortmund nach Łódź ausgewandert und seitdem lebe und arbeite ich hier in Łódź. Mein Ziel mit dem Kanal ist es, den Menschen das wunderschöne Land Polen näher zu bringen und auch zu zeigen. Und das mache ich auf verschiedene Art und Weise. Mal zeige ich zum Beispiel einen Reisebericht, wie ich hier durch Polen reise, spreche auch über die Unterschiede zwischen Deutschland und Polen oder auch, so wie jetzt zum Beispiel, mache ich einfach mal ein Video und erzähle, warum ich eigentlich hier in Polen bin. Falls dich das ganze Thema interessiert oder du vielleicht auch einfach nur ein bisschen Unterhaltung suchst, würde es mich wirklich sehr freuen. Wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst, dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade und würdest meine Arbeit damit wirklich sehr unterstützen. Vielen lieben Dank dafür. Kommen wir jetzt aber auch schon sofort zum Hauptthema und sprechen mal darüber, was ich eigentlich hier in Polen mache und was mich auch dazu bewegt hat, nach Polen auszuwandern. Ich habe jetzt schon den Kanal eine gewisse Zeit, so circa 3,5 Jahre. Ich meine, im Mai 2021 habe ich das erste Video rausgebracht. Könnt ihr euch mal gerne anschauen. Ist voll alt, total veraltet, ist ganz anders wie die Videos, die jetzt sind, aber könnt ihr euch gerne mal bei Bedarf anschauen, wenn ihr Zeit und Lust habt. Man muss auch sagen, dass die Community immer größer wird und immer größer. Ich kriege auch immer mehr Kommentare unter den Videos und natürlich stellt sich auch der ein oder andere die Frage, was ich eigentlich hier in Polen mache. Selbstverständlich kann ich auch in den Kommentaren lesen, dass es anscheinend Leute gibt, die besser über mich Bescheid wissen wie ich selber, bevor hier noch mehr weitere Gerüchte kommen. Also ich habe echt spannende Sachen gelesen, wie ich habe einen deutschen Arbeitgeber und versuche hier in Polen Steuern zu sparen und so weiter. Also echt, das sind sehr, sehr, sehr spannende, kuriose Geschichten. Aber ich denke, ich möchte hier mal ein bisschen einfach aufklären, damit auch die Leute einfach Bescheid wissen. Ich habe mir jetzt heute auch zu diesem Video jetzt ehrlich gesagt kein großes Skript geschrieben. Ich spreche heute ein bisschen mehr frei raus. Also wirklich das, was mir so spontan in den Kopf kommt, werde ich jetzt einfach mal so auch sagen. Zu meiner Person kann ich grundsätzlich sagen, dass ich schon immer so ein bisschen so ein abenteuerlustiger Mensch war. Ich war jemand, der immer viel erleben wollte, viel sehen wollte. Ich habe auch schon sehr viele Teile der Erde bereist, also gerade auch in Europa und auch außerhalb Europa. Und ich hatte immer so ein bisschen den Drang danach, etwas zu erleben. Meine ersten Gedanken, Deutschland zu verlassen, hatte ich, glaube ich, wo ich 2021, 22 war. Dann war das natürlich sehr viel Träumerei oder ich würde jetzt sogar sagen, das war mehr Träumerei, dass man sich irgendwann mal denkt, ach, vielleicht irgendwann mal in Australien leben, in Kanada, in den USA oder in Spanien oder sonst irgendwie, wie vielleicht viele junge Menschen haben, die vielleicht irgendetwas erleben möchten. Aber das waren natürlich immer so viel mehr Traumgedanken. Ja, ich verheimliche auch nicht, dass ich mich vielleicht hier und da auch mal ins Ausland beworben habe, ja, einen Job zu finden, um vielleicht auch den ersten Schritt einer Auswanderung einzuleiten. Hat irgendwie nicht geklappt. Vielleicht war das auch naiv von mir, vielleicht war das auch in Ordnung von mir, so konnte ich vielleicht auch hier und da mal die ein oder andere Erfahrung überhaupt zu diesem ganzen Thema Auswanderung sammeln. Wie es auch das Leben so möchte, wird man natürlich auch irgendwann älter und älter. Ja, was heißt irgendwann? Man wird einfach älter und älter. Das ist ja ein Prozess, den man nicht verhindern kann. Man erlebt auch viele neue Sachen, man sammelt Erfahrungen, man geht durch verschiedene Lebensabschnitte. Irgendwann ist das dann auch so bei mir automatisch irgendwie passiert, dass ich irgendwann immer weniger den Drang hatte, aus Deutschland auszuwandern, was vielleicht auch ein bisschen daran geschuldet war, dass ich irgendwann aus der Lehre rausgegangen bin. Ich habe natürlich irgendwann dann auch einen festen Job gehabt, einen einigermaßen guten festen Job. Der war nicht schlecht bezahlt. Ich hatte eine tolle Wohnung. Ich habe in einer tollen Gegend gewohnt und irgendwann war dann wirklich auch der Gedanke weg, ja, vielleicht Deutschland zu verlassen, weil ich habe ja hier in Anführungsstriche mein sicheres Leben einfach dann gehabt, zumindest was das Finanzielle angeht. Trotzdem war es mir später irgendwann im Nachhinein ein bisschen zu wenig, 1-2 Mal im Jahr nur im Urlaub zu fahren, um irgendetwas zu erleben. Für mich war das persönlich immer so ein bisschen so ein leichter, trauriger Gedanke, wenn ich mir überlege, ich muss ein
ganzes Jahr arbeiten, um 2 Wochen oder 3 Wochen irgendwo in den Urlaub zu fahren. Das war mir irgendwie ein bisschen zu wenig. Immer so dieses Routineleben, ne? Man geht zur Arbeit, kommt nach Hause, man geht zur Arbeit, kommt nach Hause. Das war mir irgendwann einfach so zu wenig. Und somit habe ich dann auch wieder angefangen, mit dem Gedanken zu spielen, etwas mehr zu machen, etwas mehr zu erreichen, irgendeinen Weg zu gehen, dass ich nicht einfach dieses Routine-Leben habe. Ich sage jetzt mal wirklich ganz stumpf und ein bisschen auch stereotypmäßig eines Deutschen. Ich gehe zur Arbeit, komme nach Hause, mache meine Flasche Bier auf und setze mich vom Fernseher. Das war immer so ein Gedanke von mir, der mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst gemacht hat. Dann habe ich einfach mal mich dazu entschlossen, mich wieder mal ein bisschen mehr um das Thema Auswanderung zu kümmern. Was ich auch nicht verheimlichen möchte, ist natürlich, dass die Situation damals in Deutschland mit auch dazu geführt hat, dass ich mich irgendwie nicht mehr ganz so glücklich und wohl gefühlt habe, wie es früher einfach einmal war. Machen wir mal jetzt einen kleinen Sprung in meine persönliche Geschichte, in meine persönlichen Historie. An dieser Stelle möchte ich auch einige Gerüchte hier aus dem Weg räumen, denn ich konnte auch schon den ein oder anderen Kommentar lesen, wo Leute besser über mich und meine Vergangenheit wussten wie ich selber. Die wussten viel mehr über meine Familie aus der Vergangenheit wie ich selber, was ich sehr interessant fand. Deswegen wollte ich jetzt hier auch mal die ganzen Gerüchte aus dem Weg räumen. Und an dieser Stelle kann ich auch sagen, dass ich polnische Wurzeln habe, sowie schlesische, deutsche Wurzeln habe. Und selbstverständlich ist dann auch irgendwann ein Punkt in meinem Leben gekommen, wo ich mich ein bisschen intensiver mit diesem ganzen Thema einfach mal befasst habe. Irgendwann kam dann so wirklich mehr dieser Spontangedanke, vielleicht auch am Anfang nicht ganz ernst zu nehmender Gedanke von mir. Wie gesagt, das war wirklich nur so ein spontaner Gedanke, ach, vielleicht mal nach Polen auszuwandern, ohne sich jetzt wirklich darüber tiefer Gedanken zu machen. Natürlich kannte ich Polen aus meiner Kindheit, weil ich als Kind das ein oder andere Mal in Polen war. Aber man muss auch sagen, dass ich danach eine ganz lange Zeit nicht in Polen war und erstmal, ehrlich gesagt, jetzt im Erwachsenenalter wieder so richtig mal mir Polen angeschaut habe, hier dann auch mal so einen kurzen Urlaub gemacht habe und ich dann auch in diesem Moment gesehen habe, was für ein großer Unterschied es zu damals und heute ist. Und als ich dann damals in Polen war, hat das ganz viele verschiedene Gefühle in mir ausgelöst. Ich hatte irgendwie ein Gefühl, frei zu sein. Ich hatte ein Gefühl, sicher zu sein. Ich habe mich natürlich auch sicher gefühlt. Ich habe mich verdammt sicher gefühlt. Und für mich persönlich, das muss ich vielleicht auch noch erwähnen, ist Freiheit und Sicherheit im Leben ein ganz wichtiger Punkt. Es ist eigentlich auch ganz schwierig zu beschreiben, was ich in dem Moment gefühlt und welche Gedanken ich in dem Moment hatte. Denn ein Gefühl zu beschreiben ist selbstverständlich auch sehr schwierig. Ich musste mir gar keine Sorgen machen, dass mir irgendetwas passiert. Ich habe mich manchmal einfach irgendwo hingesetzt, aber einfach mal die Leute beobachtet, was die machen. Ich fand das einfach so genial hier. Ich habe mich hier so gut gefühlt. Ich habe mich hier so frei und sicher gefühlt, dass dann der Gedanke sich in diesem Moment so verstärkt hat, ey, hier musst du hinkommen, hier, das ist einfach genau das, was du die ganzen Jahre vermisst hast. Und ja, somit habe ich dann auch immer mehr stärker mit dem Gedanken gespielt, nach Polen auszuwandern. Irgendwann war dann auch bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss die polnische Sprache lernen einfach. Wenn ich jetzt schon den kurzen Gedanken hatte, vielleicht, wirklich nur vielleicht nach Polen auszuwandern, da muss ich mich auch irgendwie verständigen können. Die meine Videos öfters verfolgen oder regelmäßiger meine Videos verfolgen, wissen auch, dass ich zumindest früher auch ganz schwache Polnischkenntnisse hatte. Ich erzähle immer sehr gerne die Geschichte, als ich mal vor circa 6 Jahren in Warschau war und mir, ich glaube, das war in einer Bar oder in irgendeinem Restaurant, mir eine Suppe auf Polnisch bestellt habe. Ich habe es versucht auf Polnisch zu bestellen und die Bedienung mir auf Englisch geantwortet hat, weil mein Polnisch so katastrophal war. Irgendwann habe ich dann natürlich auch für mich selber entschieden, ich muss die polnische Sprache lernen. Auch ich muss besser in dieser Sprache werden, wenn ich wirklich ernsthaft den Gedanken habe, nach Polen auszuwandern. Ich muss mich auch irgendwie verständigen
und ja auch irgendwie unterhalten können. Auf dem Weg, die polnische Sprache kennenzulernen, habe ich dann auch meine heutige Frau kennengelernt. Ich werde jetzt hier natürlich nicht ins Detail gehen, wie ich sie kennengelernt habe, was da passiert ist und so weiter und so fort. Aber um das alles einfach mal abzukürzen, ich habe ihr die deutsche Sprache beigebracht, sie hat mir die polnische Sprache beigebracht. Und ja, dann sind wir irgendwann einfach in eine Beziehung gegangen. Irgendwann waren wir dann auch an dem Punkt, wo wir dann auch ein Gespräch geführt haben, weil man natürlich auch nicht eine Beziehung auf Dauer aus der Ferne führen möchte. Und ich denke, das ist auch schwierig, auf Dauer eine Fernbeziehung zu führen. Kam dann auch irgendwann einfach dann das Gespräch, ja, entweder sie kommt zu mir nach Deutschland oder ich komme zu ihr nach Polen, weil sie ja hier auch schon in Polen gelebt hat. An dieser Stelle darf ich auch sagen, dass dieses Gespräch eigentlich sehr schnell und ja, gut verlaufen ist, denn ja, wie man sieht, haben wir uns dafür entschieden, dass ich nach Polen komme. Wir haben uns gegen Deutschland entschieden, weil wir uns einfach für Sicherheit auch entschieden haben, für Freiheit entschieden haben. Da waren auch noch viele andere Faktoren, haben da auch noch eine Rolle gespielt. Ich habe hier einfach ein Potenzial für mich persönlich auch gesehen, wo ich mich ja auch frei entfalten kann. Meine Frau, denke ich, würde sich in Deutschland auch frei entfalten können und auch beruflich bestimmt einen guten Weg einschlagen können, weil sie aus der Medizinbranche kommt. Und ich vermute einfach mal, sie würde da auch auf jeden Fall was Gutes erreichen können. Trotzdem haben wir uns gegen das Finanzielle entschieden und ja, mehr für Sicherheit und Freiheit. Zudem muss ich auch sagen, dass mir natürlich die polnischen Werte und Traditionen auch sehr gefallen haben. Muss ich auch ganz klar sagen, zumindest sind mir familiäre Werte auch sehr wichtig. Für mich sind Traditionen auch sehr wichtig, auch wenn ich nicht alles so 100% wirklich auslebe. Aber ich will zumindest in so einer Umgebung wohnen, weil ich mich dann einfach auch viel wohler fühle, viel besser fühle. Und ich denke, das ist etwas, was mir zur heutigen Zeit zumindest Deutschland so nicht geben kann. Oder ich kann das vielleicht auch noch mal ganz kurz in ein paar Worten wirklich in einen Satz zusammenfassen. Für mich persönlich ist hier in Polen die Welt normal. Wie man sieht, gab es nicht diesen einen speziellen Grund, der dazu geführt hat, dass ich nach Polen ausgewandert bin. Es gab viele kleine Momente im Leben, es gab viele kleine Situationen im Leben, die einfach dann dazu geführt haben, dass ich im Endeffekt dann nach Polen ausgewandert bin. Und zum Schluss, ja, kann man vielleicht auch sagen, dass der Endauslöser wirklich oder mit auch verantwortlich dafür meine heutige Frau ist, dass wir jetzt hier zusammen in Polen leben und ein schönes, sicheres Leben führen mit unserer kleinen Familie. Wie gesagt, ich kann es nur noch mal sagen, ich bin wirklich froh, hier zu sein. Ich finde das Land toll, ich liebe hier wirklich das Land und auf dem heutigen Tag ist mir das wirklich schwer vorzustellen, woanders zu leben. Man muss auch sagen, natürlich kenne ich auch andere Lebensweise der anderen Länder nicht. Vielleicht ist das dann jetzt auch ein bisschen weit hergeholt, was ich jetzt gesagt habe. Aber wenn ich auf den heutigen Tag mal so einen Vergleich machen würde oder mich einer fragen würde, würdest du wieder zurück nach Deutschland gehen wollen? Ich würde nicht mal eine Millisekunde überlegen und sofort Nein sagen. Also das zieht mich überhaupt nicht dahin, schon gar nicht heute. Was irgendwann in 20 Jahren ist, ist eine andere Sache. Ich kann aber auf den heutigen Tag sagen, ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich bin zu mehr als 100% glücklich und zufrieden hier. Unser Leben, also ich mit meiner Frau und unserer kleinen Familie zusammen, führen hier ein sehr tolles Leben und ja, wir hoffen auf jeden Fall hier noch weiter ganz normal in Ruhe und Frieden leben zu können. Ich hoffe, meine kleine Geschichte hat dir gefallen und ja, vielleicht konnte ich jetzt auch vielleicht das ein oder andere aufklären. Falls du irgendwelche Fragen noch haben solltest, kannst du es gerne unten in den Kommentaren hinterlassen oder du kannst mich natürlich auch privat anschreiben, zum Beispiel über Instagram. Mein Instagram-Name müsste jetzt hier unten irgendwo aufleuchten. Wir können uns dann vielleicht gerne ein bisschen unterhalten. Ich höre mir auch sehr gerne immer andere Geschichten an. Das mache ich wirklich sehr gerne. An dieser Stelle danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!